Hi, ich bin's Frank und ich koche heute mal wieder auf dem Lagerfeuer für euch. Heute gibt's Pizza mit einem riesengeilen Cheddar. Ein Topping, dazu kommen wir später noch. Aber was noch viel, viel geiler ist als dieser Käse, das ist diese Location hier. Guckt euch um. Für einen guten Teig brauchst du ein gutes Mehl und das habe ich mir hier in der Region geholt. 550er Weizenmehl, das hat den höchsten Eiweißanteil, das heißt es klebt am besten, hat die schönste Blasenbildung und jetzt machen wir daraus erstmal einen Vorteig, dann den Hauptteig und den lassen wir ein bisschen stehen. Beim Vorteig wollen wir, dass die Hefe anspringt, sagt man so schön, und dazu bedarf es einer kleinen Prise Zucker, weil die Hefe liebt den Zucker oder die Stärke aus dem Mehl und fängt dann an zu arbeiten. So, den Vorteig macht ihr so, dass er noch fließt. Also ein ganz, ganz weicher Teig, das könnt ihr nach Gefühl machen, ob da jetzt 10 oder 20 Gramm mehr oder weniger drin sind, ist egal. Hier geht es darum, dass die Hefe anfängt zu arbeiten und uns nachher einen schönen Luftauftrieb im Teig gibt. Den lassen wir jetzt 5 Minuten stehen und dann machen wir unseren Hauptteig daraus. Da kommt dann einfach nur noch ein bisschen Mehl dazu, so dass wir nachher einen schönen, elastischen Klumpenteig haben. Sie arbeitet. Wir haben schon ein Bläschen. Und jetzt können wir den Rest des Mehls einarbeiten, damit wir einen schönen, weichen, aber festen und elastischen und weichen und trotzdem harten Teig haben. Wenn ihr so einen feuchten Teig zusammenwirkt, immer von außen nach innen einschlagen, dass der feuchte Oberfläche vom Teig wieder nach innen kommt und die bemehlte, trockene dann von außen das umschließt. So wichtig auch, dass ihr den ruhig 10-15 Minuten lang knetet, damit das Klebeeiweiß die Chance hat, sich mit dem Wasser gut zu vermischen und dann nachher eine schöne, glatte Kruste bilden kann, die die Luft innen drin hält. Und so ist er fertig. Könnten wir jetzt auch ein Brot draus machen? Machen wir aber nicht, wollen wir eine Pizza machen. Das ist der Cheddar.
Ist eigentlich der bekannteste Käse aus Großbritannien. Ist ein sehr fetter Käse, den kennt man vielleicht auch als Burgerbelag, wo er so schön seitlich runterläuft. Besser ist aber, wenn ihr ihn am Stück kauft, frisch reibt und dann auf die Pizza drauf bröselt. Lagerfeuer und Käse funktioniert eigentlich immer. Und wenn ihr richtige Käsefreaks seid, dann guckt mal auf die Folge, wo wir Bergkäse hier aus der Region verarbeitet haben. Auch die lohnt sich. Für eine Pizza braucht man nicht nur gutes Mehl, sondern auch eine gute Tomatensauce. Und die ist eigentlich relativ einfach. Gute Tomaten, Zwiebel, Knoblauch, frisch gepflückte Thymian, Spitzen von der Trockenwiese hier in der Ecke. Und ganz wichtig, auch einen Schluck Rotwein dazu. Und das Beste ist, wir brauchen nicht alles, den können wir nachher zur Pizza noch dazu trinken. Was ich ja geil finde, ist, wenn man in der Natur Sachen findet, die man essen kann, die man einfach so mitnehmen kann. Pilze oder jetzt, wie ich heute vorhin gesammelt habe, ein paar Wildkräuter. Die wachsen überall. Kauft euch ein Bestimmungsbuch und sucht euch die 10 markantesten raus, die euch auch am besten schmecken. Und dann habt ihr eigentlich immer ganzjährig einen Wildkräutersalat. Die Kräuter, die zupfe ich mir jetzt schön, wasche sie ein bisschen im klaren Wasser, rühre mir noch ein schnelles Dressing an und das gibt dann übrigens das Topping für unsere Cheddar-Pizza. Und dann haben wir nicht nur einen geschmacklichen Kontrast zwischen dem gereiften Käse und den Kräutern, sondern vor allem auch optisch, weil der Cheddar schön orange ist und die Kräuter saftig grün. Das wird ein Genuss für Auge und Gaumen. Einen kleinen Tipp noch zum Thema Kräuter. Das verkannteste Kraut eigentlich ist die Brennnessel. Habt ihr schon mal probiert, die Brennnessel, die jungen Blätter in Öl auszufrittieren und einfach ein bisschen Salz drüber zu streuen? Da wollt ihr keine Kartoffelchips mehr essen. Das ist so unfassbar lecker. Also wenn ihr was im Garten habt, raus, die Küchenhandschuhe an und Brennnessel gepflückt.
wenn ihr die Kräuter gewaschen habt und habt kein Sieb dabei, ein gutes Outdoor-Sieb ist immer noch ein nasses Handtuch. Die Wildkräuter an sich sind ja schon super aromatisch, aber noch viel besser schmeckt das Topping für unsere Cheddar-Pizza, wenn wir ein kleines Dressing zusammenbasteln. Und das machen wir aus Zitrone, bisschen Apfelessig, Zucker, Salz, bisschen Öl und etwas Senf. Und voilà, haben wir eine Vinaigrette. Die flüssigen Zutaten, Essig, Zitronensaft, der Senf und die kristallinen Zutaten, Zucker und Salz, das vorher verrühren. Wenn das Öl drin ist, funktioniert das nicht mehr so gut, dass die sich auflösen. Das heißt, so lange rühren, bis man nichts mehr knistern hört. Dann haben sich Zucker und Salz aufgelöst und dann kann das Öl dazu. So schmeckt der Frühling. Wir kommen zum großen Finale. Unser Teig, den wirken wir jetzt noch mal zusammen. Das heißt, wir schlagen ihn noch mal ein bisschen zusammen. Hier sieht man wunderschön, wie schön die Hefen gearbeitet haben und uns Luft eingearbeitet haben in den Teig. Nicht zu doll, also jetzt nicht noch mal richtig mit Dampf, sondern nur so, dass er noch mal ein bisschen homogen wird. Man merkt schon, er klebt auch nicht mehr so. Das heißt, das Wasser und das Klebereiweiß haben sich gut verbunden. So, jetzt haben wir uns hier eine schöne Rolle geformt und können jetzt gleich große Pizzateigkugeln daraus formen bzw. schneiden. Die Pizzaportionen, die lassen wir jetzt noch mal 10 Minuten gehen. In der Zwischenzeit habe ich mir schon ein ganz natürliches Nudelholz geschnitzt. Gerade Ast, Rinde ab, bisschen trocknen lassen. Und damit rollen wir gleich unsere Pizza aus. Aber vorher werden wir erstmal unsere Pfanne, die wir gleich brauchen, ins Feuer stellen, weil die unfassbar heiß sein muss. Und da wir wollen, dass die Pizza von oben vielleicht auch noch ein bisschen gart oder sogar fast knusprig wird, haben wir hier noch einen Deckel, den wir einfach auch mit ins Feuer stellen. Wie lange das Ding jetzt dauert, das weiß ich selbst nicht genau. Das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Hefeteig ist eigentlich, der hält ganz gut die Hitze aus, aber ich weiß nicht, ob er die Hitze aushält, weil die ist wirklich unfassbar groß. Also ich warte jetzt mal 2-3 Minuten ab. Eine echte Pizza braucht auch bei 450, 500 Grad auch nur 3 Minuten.
Ich könnte mir vorstellen, dass es hier auch sehr, sehr schnell geht. Ah, geil. Das sieht gar nicht so schlecht aus vom Lagerfeuer und im Hunsrück und hier in dieser Kulisse. Also, ich glaube, ich werde sie aufessen. Ich glaube, ich werde sie jetzt aufessen. Also diese Kräuter, ihr müsst das Ding unbedingt auch ausprobieren. Rezept findet ihr unten in der Beschreibung. Und wenn ihr selbst schon mal was Abgefahrenes oder Ausgefallenes gegrillt oder gekocht habt draußen auf dem Lagerfeuer, schreibt es mir in die Kommentare und dann freue ich mich. Hat dir diese Folge Feuer und Pfanne gefallen? Dann schreib uns in die Kommentare und lass ein Abo da.